Seid gegrüßt, ihr Helden. Update 26 steht vor der Tür und genau das werden wir jetzt mal unter die Lupe nehmen. Aber kurz vorab eine Info, und zwar könnt ihr im Community-Portal unseren neuen Blog lesen. Hier findet ihr News, Hintergründe und vor allem eine Roadmap für die Zukunft. Let's go! Fangen wir doch mal mit einer Sache an, die sich die Community sehr oft gewünscht hat. Und natürlich ist die Rede von neuen Dungeons. Mit Update 26 kommen 5 neue Dungeons mit jeweils 10 neuen Gegnern ins Spiel, von denen es natürlich auch eine Schattenwelt-Version gibt. Und dazu kommen 10 neue Achievements, die ihr freischalten könnt, wenn ihr die jeweiligen Dungeons besiegt habt. Fangen wir bei der Arcade der Pixel-Ikonen an. Diese könnt ihr ab Stufe 500 in der Lichtwelt und ab 620 in der Schattenwelt freischalten. Ab Stufe 520 könnt ihr euch in der Lichtwelt in den Serverraum begeben. In der Schattenwelt liegt die Eintrittsstufe bei 640. Der nächste Dungeon auf eurer Reise wird die Werkstatt der Untotenjäger sein. Diese könnt ihr in der Lichtwelt ab Stufe 540 betreten und für die Schattenwelt müsst ihr Stufe 660 erreicht haben. Sobald ihr auf Stufe 560 seid, könnt ihr in der Lichtwelt einen Blick in die Retro-TV-Legenden wagen. Und für die Schattenwelt-Variante müsst ihr Stufe 680 sein. Der letzte Dungeon ist der Meetingraum, welchen ihr in der Lichtwelt ab Stufe 580 betreten könnt. Seid ihr Stufe 700, dann ist dieser Dungeon auch in der Schattenwelt geöffnet. Nicht nur neue Dungeons haben den Weg ins Spiel gefunden, denn mit Update 26 wird auch die Dauerschleife der Idole um ganze 9 Idole erweitert. Das heißt, ihr habt jetzt insgesamt 30 Gegner, die ihr besiegen müsst, und vielleicht sieht man sich ja in-game. Und wundert euch nicht, einige Creator auf den vorherigen Etagen wurden ausgetauscht und einige haben neue Avatare bekommen. Eine weitere Neuerung wird vor allem in der Zukunft wichtig sein, denn mit dem neuen Umfragetool können Umfragen direkt im Spiel ausgefüllt werden. Dieses Tool ermöglicht, direkt mit Spielern im Spiel zu kommunizieren und ihr Feedback besser auszuwerten. Diese Umfragefunktion ist dafür da, um gezielt Feedback von bestimmten Spielergruppen zu sammeln. Und so können wir zusammen als Community die Zukunft von Shakes & Fidget besser gestalten. Jetzt kommen wir aber mal zum neuen Event, was auf die Welt von Shakes & Fidget zukommt. Und zwar ist hier die Rede vom World Boss. Und damit ihr versteht, wie das Ganze funktioniert, würde ich sagen, gucken wir uns das Spektakel doch mal genauer an. Let's go! Der World Boss ist ein Event, wo ihr gemeinsam mit eurer Spielwelt gegen verschiedene Varianten des World Bosses kämpft. Um sich für das Event anzumelden, benötigt ihr sogenannte Stadtbanner. Ein Banner meldet euch eine Stunde beim World Boss an. Dabei könnt ihr frei entscheiden, wie viele Stunden ihr teilnehmen wollt. Maximal kann man sich direkt für 8 Stunden melden. Habt ihr euch zum Beispiel für eine Stunde angemeldet und wollt eure Kampfzeit verlängern, dann klickt einfach unten rechts auf das Stiftsymbol. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass diese Stadtbanner alle 2 Stunden generieren. Solange, bis ihr das Maximum von 15 Stadtbannern erreicht habt. Alternativ kann man diese Stadtbanner auch mit Pilzen einsetzen und sich dann sofort erneut melden. Habt ihr eure Banner gezahlt, könnt ihr euch frei für eine der 3 Turmebenen entscheiden, um den World Boss von dort aus anzugreifen. Jede Ebene zieht dabei auf ein anderes Körperteil des Bosses. Ein Wechsel der Turmebene ist jederzeit möglich. Sobald ihr euch für einen Angriff am World Boss gemeldet habt, verursacht ihr automatisch in regelmäßigen Abständen Schaden. Euer Schaden setzt sich aus eurer Stufe, allen gekauften Stats und der Waffe eures Charakters zusammen. Wie viel Schaden ihr pro Stunde macht und wie dieser sich zusammensetzt, könnt ihr sehen, indem ihr über die Anzeige unter dem Katapultsymbol hovert. Am Ende jeder Stunde bekommt ihr Kriegsbeute, abhängig davon, wie viel Schaden ihr beim World Boss gemacht habt. Die Kriegsbeute wird für euch in eurer Abwesenheit angesammelt und kann zu einem beliebigen Zeitpunkt des Events eingesammelt werden. Klickt dafür auf das Truhensymbol unter dem World Boss. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr euch angemeldet habt und in einer Turmebene Schaden macht. Je nachdem, wie viel Schaden ihr verursacht habt, bekommt ihr Gold, Metalle, Kristalle, Medaillen und Katalysatoren. Und wofür genau die wichtig sind, das klären wir jetzt. Um euren Schaden zu erhöhen, könnt ihr euch in Krawalls Werkstatt mit 3 Stadtbannern ein Katapult kaufen. Klickt dafür auf das Katapultsymbol unter den Turmebenen. Dieses Katapult hat eine Haltbarkeit von 8 Stunden und an der Stelle muss man sagen, dass diese Haltbarkeit nur abläuft, sofern ihr euch für eine der 3 Turmebenen angemeldet habt. Das Katapult ist ein essentieller Teil des Events, da ihr mehr Schaden macht und so auch mehr Kriegsbeute erhaltet. Mit eurem Katapult erhaltet ihr Zugriff auf Upgrades, die euren Schaden verbessern, und standardgemäß wird euer Katapult immer mit
2 Upgrades angefertigt. Ihr könnt immer aus 3 Upgrades wählen, die euch Krawall anbietet, und manche davon haben bestimmte Bedingungen, damit sie wirken. Diese Upgrades kosten euch Katalysatoren und Ressourcen, wie zum Beispiel Seelen, Holz und Stein. Alternativ könnt ihr den Preis auch mit Pilzen bezahlen. Die Kosten der Upgrades hängen davon ab, wie viel Haltbarkeit euer Katapult übrig hat, bevor es explodiert. Habt ihr ein Upgrade gekauft, könnt ihr aus 3 neuen Upgrades wählen. Anders als im Elevator kann man hier keine neue Ware anfordern. Das heißt, ihr müsst euch immer für das für euch am besten zugeschnittenste Upgrade entscheiden. Insgesamt kann ein Katapult bis zu 5 verschiedene Upgrades haben und jedes einzelne lässt sich bis zu 10 Mal kaufen und somit auch verstärken. Habt ihr ein Upgrade 10 Mal gekauft, dann habt ihr die Chance auf einen Spezialangriff. Dieser verursacht mehr Schaden als ein normaler Angriff und hierbei gilt, je mehr Upgrades ihr auf Maximum gebracht habt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, diesen Spezialangriff auszuführen. Seid ihr unzufrieden mit euren Upgrades, könnt ihr euer Katapult vorzeitig zerstören und ein neues kaufen, um mit der Upgrade-Wahl noch einmal erneut anzufangen. Es gibt allerdings noch mehr Belohnungen, die ihr euch schnappen könnt, und genau deshalb lasst uns mal über die Boss-Prämien sprechen. Diese Prämien erwarten euch, sobald der World Boss besiegt wurde. Das heißt, dass alle 3 Körperteile keine Lebensenergie mehr haben. Und by the way, besiegt ihr einen Boss, dann wird er mit einer höheren Stufe wiederbelebt, was auch bedeutet, dass ihr wieder neue Boss-Prämien sammeln könnt. Jetzt müssen wir aber mal klären, wie genau diese aussehen, und dafür muss man wissen, dass es 3 verschiedene Truhen gibt. Die erste Truhe ist die Teilnehmertruhe. Diese Truhe erhält jeder Spieler, der beim World Boss Schaden gemacht hat. Hier erwartet euch garantiertes Gold und zusätzliche arkane Splitter, Seelen, Metall oder Früchte. Es kann aber auch sein, dass ihr Pech habt und dann ist in dieser Truhe nur Gold drin. Die zweite Truhe ist die Vollstreckertruhe. Diese Truhe geht an Helden, die den finalen Schlag an einem Körperteil des World Bosses landen und dieses auch somit zerstören. Die dritte Truhe ist die Schadensmeistertruhe. Diese Belohnung bekommen Spieler, die den meisten Schaden an einem Körperteil verursacht haben. In diesen Truhen erwartet euch garantiertes Gold, zusätzliche arkane Splitter, Seelen, Metall, Früchte, normale, epische und legendäre Gegenstände. Alle Truhen werden nach Tageswechsel automatisch vergeben und ihr könnt sie in eurem Postfach finden. Jetzt haben wir über alles gesprochen, außer über die verschiedenen Ranglisten, welche zum Teil auch mit Belohnungen verknüpft sind. Diese werden nämlich immer am Ende des Events nach der Auswertung ausgeschüttet. Der erste der 3 Bereiche der Rangliste ist der Schadensmeister. Je nach Platzierung gibt es dort verschiedene Belohnungen in Form von einem Rahmen, einem legendären Edelstein, Metallen, Kristallen und Gold. Diese skalieren mit eurer Stufe und werden am Ende des Events in euer Postfach geschickt. Wie hoch ihr in dieser Rangliste steht, hängt von euren gesammelten Medaillen ab. Und kurzer Reminder, diese bekommt ihr wie gesagt aus der Kriegsbeute. Der zweite Bereich der Rangliste ist die Kampfauswertung. Hier werden Helden deiner Welt geehrt, welche dem World Boss viel Schaden oder den vernichteten Schlag auf einer Turmebene ausgeteilt haben. Und kommen wir zum letzten Bereich, und zwar reden wir von der internationalen Rangliste. Hier werden Spielwelten belohnt, die besonders oft den World Boss besiegt haben, und ehrt dabei die besten Spieler eines Servers. Die Belohnungen sind zeitlich definierte Vorteile, von denen alle Spieler auf der jeweiligen Spielwelt profitieren. Neben dem World Boss gibt es noch eine weitere Anpassung, die ich euch auf keinen Fall vorenthalten möchte. Und zwar wurde die Happy Hour entfernt. Die Happy Hour ging täglich von 23 bis 0 Uhr und hat euch ermöglicht, Expeditionen mit Pilzen zu überspringen. Und das gibt es jetzt aufgrund eurem Feedback nicht mehr. Mit Update 26 wurden auch sehr viele Fehler behoben, und falls euch das interessiert, guckt gerne mal auf den Link in der Videobeschreibung, denn dort könnt ihr unter dem Reiter behobene Fehler alles nochmal ganz genau nachlesen. So Leute, das war's mit dem Video zum neuen Update. Schreibt uns gerne mal eure Meinung in die Kommentare, lasst dem Video gerne mal ein Like da und drückt doch mal auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft solche News nicht verpasst. Und ich würde sagen, macht's gut, ciao ciao.